Moin! In diesem Video wollen wir euch mitnehmen auf unserer Rundreise über die Insel Sansibar. 10 Tage sind wir hier rumgereist und haben insgesamt 4 Orte besucht. Wir haben wunderschöne Strände gesehen, waren 2-mal schnorcheln und haben uns natürlich auch die Hauptstadt der Insel angesehen. Viel Spaß beim Video! Am Flughafen von Sansibar angekommen, tauschen wir zunächst einmal Geld. Für 1 Euro bekommen wir in etwa 2600 Schilling. Am Flughafen erwartet uns dann auch schon unser Fahrer, den wir über das Hotel gebucht haben. Wir wollen zunächst auf die Ostseite der Insel nach Page. Vom Flughafen sind wir dort in etwa 1,5 Stunden. Für unseren Aufenthalt in Page haben wir uns für die kleine Hotelanlage Sula Sansibar entschieden. Schon am Eingang wird man von der Natürlichkeit und den warmen Farben empfangen. Dieser Eindruck wird in der Lobby dann auf jeden Fall auch fortgesetzt. Und auch auf dem Zimmer haben wir uns dann über diese persönliche Nachricht des Hotels wirklich sehr gefreut. Die Gestaltung der ganzen Anlage hat uns wirklich gut gefallen. Es gibt keine große Hotelanlage, sondern diese kleinen Hütten, in denen sich dann jeweils 4 Zimmer befinden. Unser Zimmer gefällt uns wirklich richtig gut. Ob nun das große Himmelbett aus Holz, welches zentral im Zimmer steht, oder das wirklich großzügige und geräumige Bad. Bei unserer gewählten Zimmerkategorie überzeugt aber dann am Ende wohl eins. Geht man hinaus auf den Balkon, dann hat man einen traumhaften Blick. Zuerst in die liebevoll gestaltete Außenanlage des Hotels mit den vielen Palmen und dann in der Ferne sieht man aber auch das himmelblaue Meer. Die ganze Hotelanlage ist wirklich traumhaft schön. Anliegend an die Lobby gibt es einen Aufenthaltsbereich für die Gäste. Es gibt 2 wirklich coole Pools, einen sehr großen Pool, in dem man seine Bahnen ziehen kann und auf der Terrasse eine Art Infinity Pool, von dem man aus einen wundervollen Blick auf den weißen Sandstrand hat. Das Hotel bietet außerdem einen privaten kleinen Sandstrand mit vielen schönen Liegestühlen und Sonnenschirmen. Und was darf natürlich nicht fehlen? Das Restaurant und die Bar. Das Frühstück, welches im Preis mit inbegriffen war, hat wirklich richtig lecker geschmeckt. Und gleich morgens sitzt man hier mit diesem wunderbaren Blick aufs Meer und auf den Sandstrand. Für uns wirklich das perfekte Hotel, wo wir eine 100%ige Empfehlung aussprechen. In Page besticht auf jeden Fall der eben schon erwähnte wunderschöne weiße lange Sandstrand. Auf der Ostseite der Insel ist auf jeden Fall Ebbe und Flut deutlich ausgeprägter als im Westen der Insel. In Page selbst kann man an diesem schönen Strand auf jeden Fall ganz lange spazieren gehen. Immer wieder trifft man auf die Maasai Beach Boys, die einem vor allem den selbstgemachten Schmuck verkaufen wollen. Der Strand von Page ist aber auch ein wahres Paradies für Kiter. Profis und Anfänger kommen hierher, um zu Kitesurfen. So findet man auch die ein oder andere Kitesurf-Schule, wenn man den Strand entlang läuft. Ebenfalls werden Segelausflüge angeboten, auf denen man dann mit diesen selbst gezimmerten kleinen Segelbötchen unterwegs sein würde. Und da man von dem ganzen Spazierengehen und Sporttreiben natürlich auch hungrig wird, findet sich auch das ein oder andere Restaurant. Jetzt wollen wir aber auch ein bisschen die Umgebung erkunden. Wir verlassen also unser Hotel, um das Dorf Page anzuschauen. Wir laufen direkt durch das kleine Wohngebiet und bekommen somit einen wirklich guten Eindruck, wie die Menschen hier auf Sansibar so leben. Es ist Vormittag, wir finden also die Kinder in der Schule und können sogar einen kleinen Blick durchs Fenster wagen. Da die Menschen, die in Page leben, natürlich auch ihre Lebensmittel kaufen müssen, finden wir viele kleine Geschäfte mit Wasser, Obst oder sonstigen Lebensmitteln. Gleichermaßen werden aber natürlich auch die Touristen angesprochen. Viele kleine Schmuckgeschäfte oder auch größere Shops, wo vor allem Gemälde angeboten werden, kreuzen unseren Weg. Das Leben der Menschen hier findet auf jeden Fall weitestgehend draußen statt. Nach Feierabend macht es auch Spaß, den Einheimischen hier auf diesem Fußballfeld ein bisschen zuzuschauen. Jetzt wird es langsam dunkel, die Mägen knurren und wir begeben uns auf die Suche nach etwas Essbarem. Läuft man durch das Dorf von Page, findet man einen Streetfood-Stand neben dem nächsten. Probiert euch hier auf jeden Fall durch. Schaut ein bisschen, was die Einheimischen so essen und fragt einfach danach. Jeder ist wirklich freundlich und man fühlt sich an keiner Stelle unwohl. Nach 3 Nächten in Page geht es für uns weiter in den Nordosten der Insel, nach Matembur. Wir fahren mit dem Taxi und treffen auf den Taxifahrer, der uns noch häufiger begegnen wird, Mr. White. Wir hatten seine Handynummer bereits von einem Bekannten aus Deutschland.
Per WhatsApp kontaktiert man ihn und dann ist er auf jeden Fall der beste Mann, um auf der Insel von A nach B zu kommen. Wir blenden euch seine Nummer hier ein und ihr findet sie auch unten in der Infobox. Er freut sich auf euch. In Matembe angekommen, laufen wir auch hier erstmal den wunderschönen weißen Sandstrand entlang. Auch dieser Strand ist wirklich schön, weiß und weitläufig. Insgesamt lässt sich über Matembe aber sagen, dass es von allem einfach ein bisschen weniger ist als in Page. Weniger Touristen, weniger Hotels und auch deutlich weniger von den Beach Boys, von denen wir euch eben schon erzählt haben. Aber auch hier kann man den selbstgebastelten Schmuck natürlich erwerben. Am Strand selber findet man auch deutlich weniger Gastronomie als in Page. Aber natürlich wird man fündig. Vor allem gibt es viel leckeren, frisch gefangenen Fisch. Wir stärken uns in dem Restaurant Shishi direkt am Strand und von Einheimischen geführt. Das Leben der Einheimischen findet auf jeden Fall auch viel am Strand statt. So kann man sie hier jeden Tag beim Fußballspielen beobachten. Jetzt folgen wir ihnen aber mal in ihr Dorf. Das Ganze ist auch wirklich viel einfacher als das, was wir schon in Page gesehen haben. Es gibt deutlich weniger Geschäfte und Angebote für Touristen und auch die Unterkünfte bzw. Häuser der Einheimischen sind doch etwas spartanischer. Aber auch hier sind wirklich alle wieder sehr, sehr freundlich zu uns und freuen sich, dass wir da sind. Wir sind 2 Nächte in Matembe und sind in der Hebbe Bungalow Lodge untergekommen. Die Lodge legt den Fokus definitiv auf eine gemütliche Atmosphäre und viel Raum für die Touristen, die dort leben. Die Zimmer sind liebevoll eingerichtet und wirklich gemütlich. Auch die dazugehörigen Bäder sind echt schön. Unser Zimmer hat einen privaten Außenbereich, von dem aus wir wieder einen total schönen Blick aufs Meer und den Strand haben. Insgesamt bietet die Lodge viele ruhige Plätze und Rückzugsmöglichkeiten. Das hoteleigene Restaurant ist auch wirklich schön. Es ist quasi ein offener, großer Pavillon aus Holz. Das Frühstück ist bei uns im Preis mit inbegriffen, aber auch mittags oder abends kann man sich aus der Küche Leckereien zubereiten lassen. Alle Mitarbeiter des Hotels sind wirklich super freundlich und hilfsbereit zu uns gewesen. Wir würden dieses Hotel auf jeden Fall empfehlen. Am Strand von Matembe fallen sofort diese vielen kleinen Boote hier auf. Eigentlich alle bieten Schnorcheltouren zu kleinen Inseln an. Wir haben eine Tour zur Insel Mnemba gebucht. Anscheinend erhoffen sich viele Touristen bei diesen Touren, einen Delfin zu sehen. An der Stelle angekommen, wo man anscheinend die Delfine sehen kann, gefällt es uns dann leider nicht ganz so gut. Einfach viel zu viele Boote sind hier auf der Jagd nach dem einen Delfin, der gefunden wurde. Uns beide stresst die Situation an der Stelle schon sehr, wobei der Delfin dürfte mehr gestresst sein als wir. Wir haben an der Stelle unseren Guide einfach darauf aufmerksam gemacht, dass wir gerne weiterfahren würden. Für uns geht's also nun ab zum Schnorchelspot. Wir haben hier dann genügend Zeit, um in Ruhe zu schnorcheln und uns die vielen bunten Fische anzuschauen. Als kleine Stärkung gibt es dann noch frisches Obst, bevor es wieder zurück nach Hause geht. Als nächstes wollen wir nach Kendwa und dank Mr. White klappt die Fahrt auch wieder problemlos. Auch hier in Kendwa finden wir wieder einen wirklich schönen weißen Sandstrand vor. Es fällt jedoch direkt auf, dass es um einiges belebter ist. Beim Spazierengehen fällt außerdem auf, dass es wirklich wahnsinnig viel Angebote für Touristen gibt. Ob nun Segelausflüge, Taucherausflüge oder sonstige Wassersportaktivitäten. Wir glauben, dass dieser Ort vermutlich auch aus diesem Grund wirklich so beliebt bei den Touristen ist. Auch wir wollen gern wieder ein bisschen aktiv werden. Über Zanzibar Watersports haben wir uns also einen Schnorcheltrip gebucht. Für uns geht es nach Tumbatu Island, um dort bei 2 verschiedenen Spots ein bisschen zu schnorcheln. Auf einem ziemlich coolen und rustikalen Holzboot geht es für uns dann in ca. 45 Minuten in Richtung Insel. Wir waren eine gemischte Truppe. 4 Leute wollten lediglich schnorcheln gehen und 5 Leute sind richtig tauchen gegangen. Um an die Riffe zum Schnorcheln oder Tauchen zu kommen, muss man dann einmal um die kleine Insel herumfahren. Angekommen am Schnorchelspot fällt uns auf jeden Fall positiv auf, dass wir mit einem weiteren Boot die einzigen sind. Und dann ab die Taucherbrille auf und rein ins Wasser. Und dann muss man wirklich sagen, verschlägt es uns ein bisschen den Atem. So wahnsinnig schöne Korallenriffe und Fische, das haben wir in unserem Leben noch nicht gesehen.
Man weiß gar nicht so genau, wo man zuerst hinschauen soll. Das Riff ist wirklich noch so wunderschön und gut erhalten. Ein bisschen aufpassen muss man allerdings auf diese kleinen Begleiter hier. Die pieksen einen ein bisschen, aber man muss sich keine Sorgen machen. Nach ungefähr einer Stunde waren die kleinen Schwellungen dann auch schon wieder weg. Und dann plötzlich waren sie da. So viele Seesterne direkt unter uns. Die sehen wirklich so atemberaubend schön aus und wir hatten uns ein bisschen gewünscht, dass wir sie in diesem Urlaub zu Gesicht bekommen. Das war also ein voller Erfolg. Natürlich schauen wir uns auch hier wieder das Dorf von Kentwa an. Es gibt einige Restaurants und natürlich auch wieder Geschäfte mit Kleidung und Lebensmitteln. Man muss allerdings sagen, dass Kentwa schon eher durch das Leben am Strand und die schönen Hotels besticht. Klar kann man durch den Ort mal durchspazieren und sicherlich auch was Leckeres zu essen finden. Aber doch, das Leben am Strand, das ist doch wirklich das Schönste hier. Kentwa liegt ja an der Westküste von Sansibar und da ist der Vorteil auf jeden Fall, dass man vom Strand aus wunderbar den Sonnenuntergang anschauen kann. Aber seht einfach selbst, hier sollte man auf jeden Fall abends sich an den Strand setzen und die Aussicht genießen. Für Kentwa wollen wir euch gerne auch eine kleine Gastro-Empfehlung mit auf den Weg geben. Bei Furaha Beach, direkt am Strand, kann man wirklich total gemütlich sitzen und wirklich lecker essen. Es wirkt ein bisschen selbstgezimmert, aber auf jeden Fall ganz liebevoll. Unser 4. und auch letzter Stop soll Stone Town sein. Natürlich haben wir auch wieder Mr. White kontaktiert, um uns hierher zu bringen. Stone Town ist übrigens die Altstadt, der Hauptstadt von Sansibar. Bei Städtetrips ist uns ja immer eine zentrale Unterkunft sehr wichtig. Wir haben uns für das Shuki-Shuki-Haus mitten in der Altstadt entschieden. Neben der zentralen Lage punktet das Hotel auf jeden Fall durch seine überaus freundlichen Mitarbeiter. Direkt zur Begrüßung wurden wir mit einem leckeren und frischen Saft begrüßt. Für so ein Städtehotel sind die Zimmer auf jeden Fall groß und geräumig. Und auch hier haben wir wieder dieses schöne, gemütliche Himmelbett. Das Badezimmer bietet ebenfalls alles, was man braucht, sodass wir mit unserem Zimmer wirklich total zufrieden sind. Auf den Fluren stehen Wasserspender bereit, sodass man sich Tag und Nacht frisches Wasser zapfen kann. Das Frühstück ist wieder im Preis mit inbegriffen. In dem kleinen anliegenden Frühstücksraum wird es frisch zubereitet und serviert. Kaffee, Saft und Wasser gibt es so viel man will, sodass man auf jeden Fall gestärkt in den Tag starten kann. Für uns vorteilhaft war auf jeden Fall auch, dass direkt um die Ecke eine kleine Wechselstube und ein Geldautomat zu finden sind. Jetzt wollen wir aber auch die Stadt erkunden. Wir gehen zuerst in Richtung Wasser die Promenade entlang. Dort stoßen wir zuerst auf den sogenannten Forodani Park. Der Park bietet viele Sitzmöglichkeiten, um sich ein bisschen auszuruhen und das Treiben zu beobachten. Viele Leute laufen vorbei, die man natürlich gut beobachten kann. Abends findet hier immer eine Art Streetfood-Markt statt. Die Einheimischen bauen dort ganz viele Stände auf und bieten lokale Speisen an. Auch wir wollen natürlich was ausprobieren und entscheiden uns für diese Art Chicken Dürüm Döner. Mit unserem Döner im Gepäck setzen wir uns an die Hafenmauer. Hier springen die jungen Leute immer wieder ins Wasser und kraxeln dann die Mauer wieder hoch. Das macht wirklich richtig Spaß zuzuschauen. Direkt neben dem Park liegt die alte Festung. Diese wurde von 1698 bis 1701 erbaut. Noch im 19. Jahrhundert diente das alte Fort als Gefängnis. Dort fanden dann sogar Exekutionen statt. Im Inneren des Forts liegt ein fast quadratischer Innenhof. Dieser wurde eine Zeit lang auch als Tennisplatz für Damen genutzt. Heutzutage findet man dort viele Geschäfte und eine Bühne. Auf dieser Bühne finden aktuell manchmal künstlerische Darbietungen statt. Tatsächlich kann man dort ganz gut auf Souvenirjagd gehen. Die vielen kleinen Geschäfte bieten sich auf jeden Fall an, um ein bisschen zu stöbern. Für uns geht es als nächstes zum House of Wonders, dem Palast der Wunder. Im Jahr 1883 wurde dieses Gebäude direkt an der Küste errichtet. Es war der Zeremonienpalast des damaligen Sultans Bargash.
Es diente als Sitz der britischen und sansibarischen Regierung. Aber warum heißt das Gebäude Palast der Wunder? Als erstes Gebäude in Sansibar hatte dieser Palast elektrischen Strom und fließendes Wasser. Außerdem hatte es sogar einen Lift. Deshalb also der Palast der Wunder. Für uns liegt er leider hinter einem Baugerüst verborgen. Wir hoffen, wenn ihr dort seid, dass vielleicht die Renovierungsarbeiten schon abgeschlossen sind. Auch als nächstes haben wir leider ein bisschen Pech. In den Palast des Sultans kommt man aufgrund von Renovierungsarbeiten ebenfalls nicht hinein. Normalerweise fungiert er als Museum, in dem die Geschichte von Sansibars königlichen Familien erzählt wird. Als nächstes geht es für uns in die Cultural Arts Gallery. Hier kann man ein bisschen was an Kunst sehen, jedoch lohnt sich der Besuch nicht wirklich. Der Blick von dem Balkon auf den Hafen ist allerdings wirklich ganz schön. Jetzt geht es für uns in die Old Dispensary, die alte Apotheke. Bei diesem Gebäude handelt es sich um eines der schönsten renovierten Gebäude Stone Towns. Es gilt als ein Symbol der multikulturellen Architektur der Stadt. Im Inneren des Gebäudes findet man ein kleines Museum. Man kann also auf jeden Fall mal hineingehen und sich ein paar alte Fotos von früher anschauen. Bis heute werden dort allerdings auch Patienten behandelt. Ebenfalls noch zu erwähnen ist der Hafen in Stone Town. Als einziger Hafen von Sansibar ist er die Hauptanlaufstelle für die Schiffe aus Dar es Salaam und aus Pemba, der Nachbarinsel. Wir gehen jetzt zum Darajani Souk. Dabei handelt es sich um einen öffentlichen Markt. Hier gehen die Einheimischen hin, um wirklich alles für ihren täglichen Bedarf zu kaufen. Kleidung, Elektronikartikel und auch Haushaltswaren kann man hier kaufen. Wir würden also nicht sagen, dass es sich hierbei unbedingt um eine Touristenattraktion handelt, denn dort gehen halt wirklich die Einheimischen hin, um ihre täglichen Sachen zu shoppen. Aber auf jeden Fall ist es super interessant und macht Spaß, gemeinsam mit ihnen hier mal rüber zu schlendern. Direkt schräg gegenüber findet man dann den Darajani Bazar. Hier kann man dann wiederum alles an Lebensmitteln kaufen. Obst und Gemüse, ganz viele Gewürze. Naja, und dann gibt es zwei Gassen. Einmal die, wo man den frischen Fisch bekommt und einmal die, wo die Schlachter ihre diversen Fleischartikel anbieten. Und nur als kleine Vorwarnung, das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Da Sansibar auch echt bekannt für seine Gewürze ist, kann man hier vielleicht das ein oder andere Souvenir mitbringen. Also schlendert doch einfach mal da durch, lasst euch treiben und schaut den Händlern bei ihrem alltäglichen Doing zu. Kurz erwähnen wollen wir auch noch die St. Joseph's Kathedrale. Hierbei handelt es sich um eine römisch-katholische Kirche, die Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde. Von innen konnten wir sie leider nicht besuchen. Übrigens sind die meisten Einwohner der Stadt Stone Town muslimischen Glaubens. Jetzt geht es für uns zu einem nicht so schönen, aber dennoch sehr, sehr wichtigen Part der Stadt. Wir wollen uns den Old Slave Market anschauen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war Sansibar der größte Markt für den Sklavenhandel an der ostafrikanischen Küste. Der ehemalige Old Slave Market ist heutzutage ein Museum. In diesem Museum kann man mit oder ohne Führung sehr viel über die Sklavenzeit in Ostafrika lernen. Durch umfangreiche Sklavenjagden wurden ganze Landstriche Ostafrikas entvölkert. Von Stone Town aus wurden die Sklaven dann in die ganze Welt verkauft. Wenn man den Rundgang im Museum hinter sich gebracht hat, dann kann man noch zwei ehemalige Räume besichtigen. Bevor die Sklaven damals, nachdem sie gejagt und gefangen worden sind, weiterverkauft wurden, wurden sie zum Teil tagelang in diesen unterirdischen Kammern eingepfercht. Direkt daneben findet man die anglikanische Kirche. Diese steht auf dem einstigen Zentrum des Sklavenhandels. Interessanterweise steht der Altar direkt dort, wo früher die Sklaven ausgepeitscht wurden. Draußen vor der Kirche findet sich dann noch ein Denkmal. Dieses soll an den damaligen Menschenhandel erinnern. Die Ketten, die die steinernen Figuren dort tragen, ja, dabei handelt es sich um originale Sklavenketten. Seit 2000 ist Stone Town auch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Hier durch die kleinen Gassen zu spazieren und alles auf sich wirken zu lassen, das macht auf jeden Fall auch richtig viel Spaß.
Zu guter Letzt wollen wir euch wie immer noch ein paar Gastro-Empfehlungen mit an die Hand geben. Zuerst wäre da zu nennen das Restaurant Secret Garden. Hierbei handelt es sich tatsächlich um einen wunderschön angelegten Garten in einem Innenhof. Umringt von vielen grünen Pflanzen kann man hier wirklich super schön sitzen. Das Secret Garden Restaurant gehört zum Emerson Spice Hotel. Dieses Hotel bietet gleichzeitig auch in seinem Rooftop-Restaurant ein 7-Gänge-Menü an. Auch das haben wir ausprobiert und es war wirklich super lecker. Die ganzen Mitarbeiter und auch die Köche sind total freundlich und erklären einem ganz genau, wie sie das Local Food für uns speziell zubereitet haben. Sich hier oben den Sonnenuntergang anzuschauen, das ist wirklich magisch. Zu guter Letzt wollen wir euch Dreamers Island vorstellen. Schon von der Hafenmauer aus sieht man 2 von diesen Floating Bars. Selbst gezimmert aus viel Holz, wirken sie auf jeden Fall schon aus der Ferne richtig liebevoll und verrückt. Mit einem kleinen Boot wird man dann von der Hafenmauer aus direkt zum Boot gebracht. Das kostet übrigens nichts. Und dann kann man dort, wenn man möchte, wirklich mehrere Stunden entspannt und die leckeren Cocktails genießen. Dreamers Island ist nicht nur eine Bar, sondern auch ein winzig kleines Hotel. Es gibt ein paar Zimmer, in denen man auch übernachten kann. Für uns ist das hier auf jeden Fall der perfekte Ort für unseren Abschied von Sansibar. Wir freuen uns jetzt auf unsere weitere Zeit im Norden Tansanias und die Safaris, die wir dort machen werden. Aber dazu kommt ein anderes Video. Und während wir hier so sitzen und entspannen, da fällt uns ein Lied von Achim Reichel ein und wir merken, dass er schon 1991 auf jeden Fall recht hatte und wusste, wovon er sang. Wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, dann sag ich Sansibar. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!